Hallo liebe Freunde, und da bin ich wieder mit einem neuen Video von Cargold. Hier haben wir heute ein ganz seltenes Fahrzeug, und zwar ein Lancia B24S Cabriolet aus der 5. Serie aus dem Baujahr 1957. Gebaut wurden die Fahrzeuge seit 1954, aber als Spider hatten so manche Nachteile, sind aber heute die ganz gesuchten Autos. Das ist nur ein Jahr lang gegangen. Und danach hat man, wie gesagt, dieses Cabrio gebaut, und von diesem Cabrio sind etwas über 500 Einheiten vom Band gelaufen. Dieser kleine Roadster, das heißt dieses kleine Cabriolet, ist unglaublich elegant, ist ein schöner italienischer Klassiker, leistet mit seiner 6-Zylinder-Maschine 112 PS und schaffte damals eine Höchstgeschwindigkeit von 175 Stundenkilometern, was ja eine ganze Menge ist. Aber es ist sicherlich einer der schönsten Designs, einer der schönsten italienischen Sportwagen-Designs, die es gab, von der Firma Lancia. Interessant, die wunderschöne, was ihr hier sehen könnt, Doppelauspuffanlage. Der Wagen hat einen richtig kernigen Sound. Qualitativ ist unser Auto wirklich hervorragend. Der Wagen ist in den 90er Jahren in Mailand restauriert worden, bei einer 1A-Adresse. Und ist dann nochmal in England gewesen, auch bei einer ganz kompetenten Adresse für diese Autos ausschließlich. Und das Ergebnis ist heute ein Auto in einem wunderschönen Beige mit einem roten, originalen Interieur und mit einer unglaublich schönen Eleganz. Interessant übrigens hierbei, der Wagen hat Burani-Felgen, die sehr selten sind. Unser Wagen hat das, wie ihr hier original erkennen könnt, steht auch drauf. Dann, wenn man mal so achtet auf diese wunderschönen kleinen Details, die dieses Auto hat, was den Wagen unglaublich sexy und elegant macht, ist für eine Frau beispielsweise ein toller Wagen. Mit diesen wunderschönen großen Rundinstrumenten. Ich setze mich aber gleich noch ins Auto und zeige euch dazu ein bisschen mehr. Bestechen tut dieser Wagen durch seine vielen Details, die er hat, die alle authentisch und original sind. So hat der Wagen auch Matching Numbers und er hat auch Matching Colors. Das heißt, das Auto steht hier heute vor euch genauso, wie er seinerzeit das Band verlassen hat im Jahr 1957. Das ist übrigens ein Auto, wie ich schon sagte, der 5. Serie. So, jetzt setze ich mich mal hinein auf die Beifahrerseite. Wir haben mit dabei vom Eigentümer das Originalzertifikat, das Originalgutachten, was beschreibt, dass der Wagen Matching Numbers hat, dass er auch wirklich sich heute in dem Zustand befindet, die richtige Farbkombination, die richtige Technikkombination, wie er 1957 das Band verlassen hat. Das haben wir hier dabei. Dann vielleicht einmal ein Blick auf diese unglaublich schönen Instrumente. Das oben ist hier eloxiert, ein wunderschönes schwarzes Armaturenbrett. So ist das damals auch gewesen. Das findet man ja sehr selten. Das ist eigentlich eine Idee von Lancia überwiegend oder von italienischen Sportwagenherstellern. Hier ist der originale Drehzahlmesser. Das sieht alles noch authentisch alt aus mit der kleinen Uhr hier. Geht bis 5700. Bei 5300 war dann aber Schluss beim 6-Zylinder-Motor. Und diese wunderschönen großen Rundinstrumente findet man vor allen Dingen bei italienischen Sportwagen à la Ferrari, à la Lancia. Hier auch der Tachometer ging immerhin bis 220. Also ich sage mal 180 konnte man vermutlich fahren mit dem Wagen. Das hat man wohl geschafft. Hier vorne links könnt ihr Benzin sehen. Das ist alles sehr, sehr nett gemacht. Hier oben Öl. Hier an der Seite ist die Wassertemperatur. Also das hat wunderschöne Details bis hin zu diesem originalen alten Lancia-Lenkrad aus Holz, in Holz eingefasst und Aluminium. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Blick auf die Fußbodenmatten. Die sind ja hier aus Gummi. Das ist das originale Gummi, wie er auch damals das Werk verlassen hat. Das heißt, bei der Restaurierung hat man großen Wert darauf gelegt, dass der Wagen exakt so gemacht wurde, wie er damals gebaut wurde. Das gilt für jedes Detail. Der Karossier übrigens von diesem Lancia ist Pininfarina gewesen. Kann man vorne auch rechts an der Tür sehen. Da ist das Logo von Pininfarina oder links oder rechts auf beiden Seiten. Ich mache nochmal kurz das Handschuhfach auf. Ganz niedlich, nett gemacht. Passte natürlich nicht allzu viel hier rein, aber für das Wichtigste war es genügend. Ja, ein Auto in jedem Detail wunderschön. Rotes Leder, das ist neu restauriert worden. Der war aber bei Auslieferung auch beige-rot, also wie ihr hier sehen könnt. Ja, und der Zustand dieses wunderschön eleganten Spiders ist einfach sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, das ist mindestens eine 2, das Auto. Was ist so ein Wagen heute wert? Die
Amerika-Spider, die ja nur kurz gebaut wurden, die liegen bei 700 bis 1 Million, also 700.000 Euro bis 1 Million. Dadurch, dass es hier von diesem Auto mehr gab, sind die auch ein bisschen günstiger. Die liegen je nach Zustand zwischen 320 und 420.000 Euro. Aber das Auto gehört hier eher zur höheren Kategorie, weil er wirklich hervorragend vom Zustand ist. Ich zeige euch jetzt nochmal den Motorraum vorne. Hier vorne der kleine, elegante Kühler von diesem schönen Lancia. Also wirklich sehr, sehr geschmackvoll gemacht, von einem ganz feinen, edlen Design. Es ist ja ein sehr, sehr edler Roadster. Das heißt ein Cabriolet. So, jetzt ist der offen und er steht von selbst. Schönes mechanisches Teil da hinten. Auch hier drin kann man sehen, es ist alles wirklich hervorragend restauriert. Befindet sich in einem Zustand, man könnte sagen Jahreswagenzustand. Das Auto kommt ja auch aus einer Sammlung. Man kann hier sehen, 3 Zylinder auf der Seite, 3 auf der. Das heißt, es ist also ein 6-Zylinder V-Aggregat. Hier oben sitzt der Vergaser. Also ist alles da, ist alles lieblich schön gemacht. Da sind die Fahrgestellnummer, ist also alles an dem Ort, wo es hingehört, auch alles da. Und ich sagte ja bereits, der Wagen hat Matching Numbers und Matching Colors. Restauriert werden muss überhaupt nichts an dem Auto, das ist gemacht. Vielleicht auch noch mal etwas zu den Flächen auf dem Wagen. Der ist ganz toll gearbeitet worden. Da sind keine Beulen, keine Dellen, keine Kratzer. Also das ist wirklich, ich meine, der Wagen kommt aus einer Sammlung und das Auto ist was für eine Sammlung. Natürlich kann man den auch fahren. In jedem Fall hat man da einen sehr, sehr exklusiven Oldtimer von einer tollen Eleganz und in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Hier vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis auf dieses unglaublich elegante, edle Heck mit diesen schönen kleinen Lämpchen, richtig klassisch italienisch auf beiden Seiten. Der fällt hier schön ab. Das heißt, der Kofferraum ist auch relativ groß, man kann also ordentliches Gepäck mitnehmen. Der Chrom, diese schöne umlaufende Chromstoßstange, auch in einem wirklich tollen Zustand. Also an dem Auto ist gar nichts zu machen, reinsetzen, losfahren. Und man hat was in der Garage stehen, wo man sehr lange Freude daran hat. Und man hat immer was Besonderes, was immer ein bisschen exklusiver und ein bisschen edler ist. Es ist sicherlich kein Lauterwagen, aber ein wunderschönes Fahrzeug. So, es gäbe noch einiges zu sagen zu diesem wirklich seltenen Fahrzeug, aber wenn ihr mehr wissen wollt, der Wagen steht hier in Rosenheim in unserer Ausstellung in Oberbayern. Besucht mich gerne, unterhalten wir uns, gibt auch einen guten Kaffee und ansonsten bis zum nächsten Mal zu meinem Video. Bleibt gesund und alles Gute. Ciao.